Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zur Präsentation der neuen Yamaha MT-10 in Almería, Spanien. In Almería waren wir mittlerweile schon sehr, sehr oft, allerdings noch nie in dieser beeindruckenden Location. Da hinten steht schon The Dark Side of Japan. Ich habe das schon einmal erlebt, nämlich bei der Präsentation der MT-09. Und die MT-10, wie wir wissen, setzt ja noch eins drauf. Deswegen ist das hier heute noch beeindruckender. Leuchtende Graffitis, alles schwarz angeschmiert. Einer der vielen verlassenen Fabriken in Spanien. Da oben dröhnt schon der Bass, es gibt Tapas und ich glaube, in Kürze wird es ein paar Burnouts hier unter diesem Dach geben. Ich schaue mir das jetzt an und ich hoffe, ihr seid dabei. So, meine lieben Freunde, erste Testfahrt mit der sensationellen Yamaha MT-10. In der Früh hat es schwer geregnet. Ich habe schon befürchtet, dass der ganze Tag so bleiben wird, aber wir haben echt Glück. Um die Mittagszeit ist alles aufgetrocknet, die ersten Fotos haben wir auch schon geschossen. Und jetzt fahren wir zum nächsten Fotopunkt. Mit diesem Wahnsinns Tausender Naked Bike, genauso wie es sein muss. Vor mir das LC-Display, mit ziemlich vielen kleinen Lichtern, die da aufleuchten können. Aber die Elektronik hält sich in Grenzen. ABS, 3 Fahrmodi und 3-stufige Traktionskontrolle. Das finde ich gerade ausreichend, so dass es nicht störend ist. Ich habe mich schon ein bisschen damit gespielt. Lässt sich alles sehr, sehr leicht ändern. Den Mode-Schalter hier rechts am Lenker drücke ich nach links und dann sehe ich Standard-Einstellung. Das heißt, das Gas spricht relativ sanft an. Dann habe ich den A-Modus und jetzt Achtung, der A-Modus bedeutet die mittlere Stufe, spricht etwas schärfer an. Und erst der B-Modus ist die schärfste Stufe. Das hat Yamaha jetzt verändert und versprochen, dass sie es auch dabei belassen werden. Naja, werden wir sehen. Also nicht verwechseln, wer zum ersten Mal damit fährt. Und der B-Modus ist nämlich wirklich mit ordentlich Pfeffer. Ich werde jetzt einmal den A-Modus noch drinnen lassen, so viele Kilometer haben wir noch nicht hinter uns. Leider immer wieder Autos und Busse unterwegs, dass wir nicht voll durchziehen können. Aber das Potenzial dieses auf der R1 basierenden Naked Bikes, das ist schon deutlich geworden. Yamaha hat gemeint, auch wenn Motor, Fahrwerk, Rahmen von der R1 stammen, natürlich überarbeitet wurden. Wir haben einen Stahlheckrahmen vom Motor 40% überarbeitet. Wir haben vorn zwar jetzt noch die Brembo-Bremsen, hinten aber einen Nissin. Fahrwerk nach wie vor voll einstellbar. Also auch wenn sie sich in vielen Punkten mit der R1 gleicht, heißt das nicht, dass es eine nackte R1 ist. Yamaha hat gemeint, es ist keine nackte R1, dafür sind sie zu unterschiedlich. Es ist einfach, ich glaube, damit wollten wir einfach sagen, okay, es wurde nicht einfach ein Supersportler gestrippt, weil das nicht unbedingt optimal ist, aus einem Supersportler wirklich 1:1 ein Naked Bike zu erschaffen. Man muss da sehr viel anpassen, dass
das Naked Bike auf der Straße einfach auch funktioniert. Wir haben viel weniger Topspeed, 245 gibt Yamaha an, statt fast 300 wie bei der R1. Ich habe mehr Leistung und Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich, noch mehr als ich erwartet hatte, muss ich sagen. An den Graphen sieht man einen deutlichen Unterschied. Die R1 hat zwar trotzdem mehr Drehmoment, also 112 statt 111 ungefähr oder 112,4. Aber das Drehmoment der MT10 steht einfach viel früher an, viel mehr zur Verfügung. Dasselbe gilt für die Leistung. Übrigens verstehe ich nicht, wieso wir da gerade jetzt da so hinter dem Auto festhängen. Wäre eigentlich kein Problem zu überholen, aber naja. Kann ich mich weiter in Ruhe der Technik der MT10 widmen. Also die Leistung unten im mittleren Drehzahlbereich viel größer als bei der R1. So muss ein Naked Bike auch funktionieren. Ein echtes Kraftpaket. Kürzester Radstand der gesamten 1000er Naked Bike Konkurrenz. Nur die Buells waren noch kürzer, aber die gibt es ja nicht mehr neu. Das spürt man. Und das, was Yamaha geschafft hat, ist, dass das Motorrad trotzdem nicht instabil ist oder vielleicht kippelig, dass die Gabel irgendwie ein seltsames Einlenkverhalten hat, dass man sich unwohl fühlt in schnellen Kurven. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ich habe mich bis jetzt die ganze Zeit sicher gefühlt, stabil. Das Fahrwerk ist fast mir jetzt für den täglichen Gebrauch zu straff abgestimmt. Also all das waren jetzt, glaube ich, 7000 Touren, vielleicht 8, habe es jetzt nicht beobachtet. Überhaupt kein Thema noch. Der Crossplane 4 Motor mit 90 Grad Hubzapfenversatz. Der CP3 hat ja 120 und der CP2 270. Das ist natürlich ein Charaktermotor, ein Wahnsinn. Ich sage einmal, jetzt unter Anführungszeichen als Laie würde man fast gar nicht vermuten, dass es sich um einen reinen Vierer handelt. Und das spürt man auch im Sitz, muss ich schon sagen. Also beim Beschleunigen dann ab, muss man jetzt schauen auf die Drehzahl, so 5000 Touren, da rattert es ordentlich im Stuhl. Ja, ein bisschen mehr noch. Also auch wenn man untertourig dann raus beschleunigt, dann hat man schon gröbere Vibrationen. Also es hämmert so ein bisschen rein. Wer das nicht möchte, der muss sich halt einen konventionellen R4 nehmen. Im Lenker setzen sich die Vibrationen nicht sofort. Ja, leicht, ein bisschen. Ja, spürt man schon, aber ich meine, also ich habe noch nie so viel aus Vibrationen gemacht, außer aus diesen wirklich hochfrequenten, wo es einem das Blut dann irgendwie aus den oder in die Hände vibriert. Aber bei der Yamaha ist das in Ordnung. Dieser raue Charakter, weil das einfach zu dem Dark Side of Japan Image passt, zum MT Image. Bei der MT10 gibt es einen weiteren Spruch, Ray of Darkness. Und obwohl gestern Yamaha bei der Präsentation immer wieder betont hat, Rideability, also Fahrbarkeit, also einerseits diese Härte, dieser schroffe Charakter und andererseits aber alles fahrbar, zugänglich, sage ich jetzt einmal. Also ich finde, es ist zugänglich, es ist fahrbar, keine Frage, es ist ein modernes Motorrad, mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre. Aber bei so einem Motorrad, so ähnlich wie bei der KTM Super Duke, müsste man eigentlich sagen, not for everyone. Weil obwohl man die Spitzenleistung im Vergleich zur R1 um 40 PS gekappt hat,
genau aufgrund dieses besseren Drehmomentverlaufs und mehr Kraft aus der Mitte von unten ist das immer noch ein Wahnsinn, wie das Ding marschiert. Das ist vom 4. weg, 5. Wahnsinn, richtig geil. Geänderte Übersetzung natürlich. Leistungscharakteristik einfach ganz anders. Genau auf so ein 1000er Straßen-Naked-Bike zugeschnitten. Das ist das, was man sucht, wenn man sowas kauft. Genau das muss es sein. Diese besondere CP4 Bauweise, die hört man natürlich auch. Ich finde zwar persönlich, optisch hätte man sich beim Auspuff ein bisschen mehr einfallen lassen können. Innen wurde er leicht verändert im Vergleich zur R1, aber äußerlich hätte er fast ein bisschen prominenter werden können, sage ich einmal, ein bisschen dicker. Also bei so 170 wird es natürlich etwas anstrengend, den Helm gegen den Wind zu halten. Aber man soll nicht unterschätzen, wie viel Druck diese Maske da vorne von der Brust nimmt. Früher gab es ja immer zwei Versionen. Von der FZ1 gab es die FZ1 und dann die FZ1 Phaser der Halbverkleidung. Es haben sich aber deutlich mehr Leute für die nackte Version entschieden und so hat Yamaha gemeint, bauen wir nur mehr eine nackte. Bieten aber ein Grundmaß an Windschutz. Diese zerklüftete Front hat also durchaus einen Sinn. Jetzt könnte man da fast einen Topspeed ausprobieren, aber das werden wir wohl nicht machen. Das war jetzt schon recht anstrengend für meine Muskulatur am Hals. Da fahren wir gerade bei der Rennstrecke vorbei von Almeria, ist wohl bekannt von 1000 PS. Bike Promotion hat ja immer ihr Winterlager aufgeschlagen
Gleich daneben gibt es ja mittlerweile eine zweite Rennstrecke. Oh. Oh. Also, eins ist es sicher nicht, aber das sind alle anderen Naked Bikes auch nicht, ein Highspeed-Eisen auf Dauer. Die nächtliche Präsentation war doch nicht ganz so extrem, wie ich mir das erhofft habe. Nicht so wie bei der MT-09, keine Burnouts und Donuts in der Fabrikshalle, aber das macht ja nichts. Das Wesentliche war natürlich wie immer die Testfahrt heute. Leider hat das Wetter anfangs nicht ganz so mitgespielt. 2 Stunden später gestartet, Regen, Nebel, 20 Meter Sicht, aber auch zum Glück ein bisschen Sonne und ein paar trockene Stellen für ordentliche Fotos und Schräglagen. Ich habe schon einiges im Helm wieder erzählt. Diesmal nicht ganz so viel, dass ich vielleicht einen folgenschweren Fahrfehler gemacht hätte. Ist alles gut gegangen. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen zum Charakter noch sprechen, der MT-10 und zur Statur, ein bisschen auch zur Ergonomie. Noch einmal möchte ich es erwähnen, es ist zwar eine R1 innen drin, also das heißt der Motor, das Chassis, alles natürlich verändert, der Motor 40%, ich habe einen Stahlheckrahmen, weil ich natürlich auch hin und wieder vielleicht einmal die Partnerin mitnehmen will. Das Fahrwerk von der R1 voll einstellbar, vorne 43 mm Upside-Down Kajaba-Gabel, vorne die Brembo-Bremsen, hinten allerdings eine Nissin-Bremse und einige Fahrmodi, aber stark reduziert im Vergleich zum Supersportler. Das Naked Bike muss ja auch nicht 300 km/h fahren, sondern wie von Yamaha angegeben 245. Klingt jetzt wenig, aber ich muss sagen, wir sind heute ein paar Minuten dann so ungefähr 200 gefahren und das geht ganz schwer aufs Genick, obwohl Yamaha gesagt hat, dass die Front so designt wurde, dass sie eigentlich so viel Windschutz bieten sollte wie damals die Phaser, die es jetzt nicht mehr gibt. Früher gab es das Naked Bike und die halbverkleidete spart man sich, weil sich viel mehr Leute das Naked Bike gekauft haben. Und deshalb haben wir gedacht, okay, da müssen wir die Front ein bisschen so designen, dass sie doch einen Windschutz bietet. Der nimmt Druck von der Brust, aber halt nicht so vom Helm. Also so wie ich das heute gespürt habe, ich habe mich nicht ganz so ducken können am Motorrad, weil da die Kamera montiert war. Jetzt musste ich aufrecht fahren, das geht auf Dauer bei über 150 nicht so gut. Darf man ja im Normalfall eh nicht fahren. Wenn es halt einmal passiert, dann wird es nicht allzu lange dauern. Also, wie gesagt, Front schön und gut. Wer aber wirklich ein bisschen damit Touren fahren will, ein bisschen länger fährt, vielleicht eben auch mit Partnerin oder Gepäck, dem würde ich dann auf jeden Fall die Touringscheibe aus dem Zubehör empfehlen. Die Fahrmodi, ich habe schon gesagt, reduziert und ich glaube, dass das auch in Zukunft Sinn machen wird und die Hersteller vielleicht sich überlegen sollten, ob sie das wirklich weiter ausbauen wollen. Wir haben auf der MT-10 3 Fahrmodi, Standard A und B. Und wie im Helm schon erwähnt, A ist jetzt das schwächere Ansprechverhalten, das mildere und B ist das schärfste. Wenn ich das Motorrad starte, habe ich im Normalfall Standard eingestellt. Allerdings gibt es eine Memory-Funktion. Und der Fahrmodus, den ich zuletzt angewählt habe, der ist auch noch gespeichert, so wie hier. Dann habe ich noch daneben, das sieht man hier am Display, TCS, das ist die Traktionskontrolle. Die hat 3 Stufen, 1, 2, 3. 3 ist die am stärksten regelnde Stufe, 1 die am schwächsten regelnde, die dann schon Wheelies zulässt. Mir hat man gesagt, das ist dann eher für die Rennstrecke. Und dann kann ich es noch ausschalten. Ich kann hier links die Traktionskontrolle auswählen, indem ich rauf und runter springe. Ich kann also nicht von der ersten Stufe wieder auf die dritte, sondern ich muss wieder runter über 2 zu 3. Und bei den Fahrmodi habe ich hier rechts einen Schalter. Da kann ich auch wieder durchspringen. A, B, Standard, A, B. Also da funktioniert sozusagen
dass ich im Rad das Ganze auswähle. Geht alles total easy, geht auch während der Fahrt. Ich schätze mal, wenn man dann dieses Motorrad besitzt, dann wird man halt seinen bevorzugten Modi einfach drinnen haben und die einfach immer wieder nutzen. mm Radstand, extrem wenig. Ich glaube, nur die Buells hatten weniger, die es ja so nicht mehr gibt, beziehungsweise neu nicht mehr gibt. Ich hatte schon Angst, dass das Fahrzeug dadurch ein bisschen instabil wird, ein bisschen kippelig. Das kennt man, muss man leider sagen, von manchen anderen Herstellern. Aber das ist den Ingenieuren, den japanischen, hier hervorragend gelungen. Das Fahrzeug war heute immer stabil, auch bei Highspeed-Kurven, beim schnellen Einlenken, Wechselkurven. Wahnsinn, ganz leibend gewesen. Also Wechselkurven, wie gesagt, es war nicht so viel zu fahren heute leider, dass man ein bisschen engagierter dabei war. Aber die paar Kilometer, die wir Gott sei Dank hatten, die waren ein Wahnsinn. Also irre, ich bin schon neugierig, wie das auf der Rennstrecke funktioniert. Ich bin vor allem neugierig, ob sie auf der Rennstrecke dann auch besser geht als die BMW S1000R, die ich immer noch bevorzugen würde auf der Rennstrecke, nicht auf der Straße. Weil die natürlich durch noch mehr Elektronik, das elektronische Fahrwerk vor allem, da doch noch ein bisschen einen Vorteil hat. Aber da bin ich aufs Duell am meisten gespannt. Auf der Straße bin ich am meisten gespannt aufs Duell Duono und MT10. Das wären nämlich momentan meine beiden Favoriten, muss ich sagen, vom Emotionsfaktor und von dem Leben eben diese Tausender Naked Bikes, weil die MT10 eben diesen Vorteil hat des Crossplane-Motors, der einfach einen schrofferen Klang und so eine Unregelmäßigkeit hat, die ein normaler Rennvierer eben nicht hat. Ja, das funktioniert fast schon zu gut für ein Motorrad, das diesen Charakter braucht. Und Yamaha bewirbt ja die MT-Palette ganz stark mit The Dark Side of Japan. Bei der MT10 hat man sich dann noch einfallen lassen, Ray of Darkness. Also da geht man ganz stark in dieses dunkle, böse Image, was sehr stark auch in die Kawasaki-Richtung geht, keine Frage. Weg von diesen braveren Alltagsfahrzeugen und da braucht man nicht reden, 160 PS Motorrad braucht das ganz einfach. Es muss ein bisschen böse sein. Böse sieht, finde ich, auch die Lackierung aus, dieses Schlachtschiff, Kriegsschiff Grau und dazu die Fluo-Felgen. Man hat sich da orientiert an Tokio bei Nacht, haben wir uns gesagt, ja, das sind halt die Designer. Ich habe dazu auch den Leuchthelm von Duratec getragen, es hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Beeindruckend auch, wie breit sie hier oben gebaut ist, obwohl sie vom Motorbau eigentlich nicht so extrem breit ist. Das ist also relativ schmal, aber wenn man oben sitzt, weiß man, das ist ein potentes Bike. Ist man ganz stolz darauf, fühlt sich natürlich gleich selbst viel potenter. Mich erinnert das auch irgendwie vom Charakter her an diesen komischen Steinmenschen da von den nicht Fantastischen Vier. Die heißen so, die heißen Fantastic Four, diese Comic-Typen. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Steinmensch heißt. Das hat irgendwie diesen Charakter. Also wenn der Steinmensch sich sehr schnell bewegen könnte, wie Mystique zum Beispiel, dann wäre das genau das hier. Also es ist wie ein Kraftpaket. Es ist fast wie ein Würfel, auf dem man sitzt, weil das so kurz und gedrungen ist. Dank finde ich herrlich geformt. Der Sitz auch sehr schön, dass ich hier eben wirklich einen schmalen Schluss habe. 825 mm ist die Sitzhöhe. Man sieht, ich habe sogar die Beine noch angewinkelt. Muss aber dazu sagen, für 1,80 habe ich wirklich sehr lange Modelbeine. Also ich glaube auch, dass ein bisschen ein größerer Mensch hier sich super zurechtfindet. Richtige Empfehlung kann ich jetzt noch nicht aussprechen, ob es was ist für 1,90 plus. Ich glaube aber schon, weil hier noch sehr viel Platz ist bei den Knien. Also wenn die Beine auch noch länger wären, dann wäre das auch überhaupt kein Problem. Einen haben wir dabei, der ist über 1,90, den muss ich dann noch fragen, wie er sich getan hat. Also richtig mächtiges Bike, wo man weiß, okay, das hat mindestens 1000 Kubik, schaut fast aus eigentlich wie ein 1200, da könnte es auch noch durchgehen.
sehr schön alles verarbeitet. Was ich jetzt nicht ganz so mag, ist da eben quasi sozusagen diese Riser, wo der Lenker montiert ist, aber das ist halt konstruktionsbedingt, weil die Basis ein Supersportler ist. Nochmal darauf hinweisen, es ist keine nackte R1, das ist Yamaha anscheinend ganz wichtig, weil sie es als ganz eigenes Motorrad positionieren wollen und nicht einfach einen gestrippten Supersportler, der auf der Straße auch gar nicht so viel Sinn machen würde. Ergonomie habe ich schon angesprochen. Der Komfort ist entsprechend auch hart, so wie das ganze Motorrad hart ist. Der Sitz, wir sind dort ein bisschen weniger als 300 Kilometer gefahren, 330 waren geplant. Aufgrund des Wetters haben wir ein bisschen abgekürzt. Mir tut der Hintern etwas weh, ich bin da vielleicht auch sehr empfindlich. Also der wahre Hannes, für den wäre das wahrscheinlich ein Fernsehsofa. Für mich ist das schon sehr sportlich alles, auch das Fahrwerk sehr straff abgestimmt. Also das hat mich am meisten überrascht. Das sieht man ja im Stand nicht, wenn sich da jemand draufsetzt und so einfedert. Dann kann man das ja schwer abschätzen, wie bequem ein Fahrzeug wirklich ist oder wie straff das Fahrwerk eingestellt ist. Und das ist echt straff, also da wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der da was dran machen wird wollen, kann ich mir vorstellen. Ansonsten ist das Fahrwerk ja sowieso voll einstellbar. Auch hinten Highspeed, Lowspeed. Ein richtiges Sportgerät eben. Und die Kunden für sowas heutzutage gehen anscheinend, also laut Umfragen und Forschungen, eher in die Richtung, dass sie weniger fahren, aber das einfach intensiver nutzen, intensiver genießen, und deswegen hat man da den Komfort ein bisschen zurückgenommen und dafür die Sportlichkeit noch weiter gefördert. Und genau darauf kommt es an, finde ich. Also wie gesagt, ich finde auf jeden Fall eins der Top 2 oder 3 Naked Bikes im 1-Liter-Segment. Das ist einfach von vorn bis hinten sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Der Klang auch ganz besonders durch die Crossplane-Bauweise. Der Auspuff, die Auspuffform wird dem vielleicht nicht ganz gerecht. Auch der Akrapovic ist genauso schlicht gebaut. Innen wurde im Vergleich zur R1 ein bisschen was verändert, aber geringfügig. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aufgrund der Erscheinung jetzt des Naked Bikes, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Charakter hat, eben noch ein bisschen mehr Schroffheit. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch subjektiv sein, da müssen wir beide mal nebeneinander laufen lassen oder fahren. Kann ich jetzt nicht genau sagen, auf jeden Fall habe ich so genossen und heute erst und noch mehr genossen als mit der R1, die mich ja schon fasziniert hat und fasziniert. Und das hat mich jetzt noch mehr fasziniert und mir noch mehr getaugt. Ja, weil wahrscheinlich die Bike-Type mir mehr entspricht. Ich bin halt jetzt wirklich viel mehr wieder in die Richtung Naked Bike gegangen, war jahrelang mit Supersportlern unterwegs. Ich glaube, die letzten 7 oder 8 Jahre war mein Dauertest auch ein Supersportler auf der Rennstrecke unterwegs, und jetzt genieße ich wieder diese, ja, zurück zum Ursprung Charaktere, die einfach auf Spaß aus sind und auf Action, und das hat mir die MT-10 heute richtig besorgt, muss ich sagen. Eins fällt mir hier noch auf, wenn ich da auf den Sitz klopfe. Der Fahrer hat hier hinten so eine mikroskopisch kleine Hüftstütze. Das Ganze hat so ein bisschen eine Dreiecksform. Die Damen am Sozius werden vielleicht ihren Spaß damit haben. Für einen Fahrer ist das eher unbequem auch. Also das ist zu wenig. Es ist zu hart und es ist zu wenig. Mich hat das ein bisschen gestört hier hinten, obwohl beim Beschleunigen war ich dann auch wieder dankbar, dass ich eine kleine Stütze hier habe. Aber da wird es auch einige Alternativen dann geben an Sitzen. Und wer mit gar keinem Sitz zurechtkommt, kann sich ja dann auch noch einen satteln lassen. Wie die meisten anderen Hersteller hat auch Yamaha heute wieder betont, dass die Fahrhilfen den Fahrer nicht einschränken, sondern eben im Notfall eingreifen im Falle des ABS, auch im Falle der Traktionskontrolle oder auch unterstützend ein bisschen eingreifen. Ich muss sagen, das hat heute wirklich gestimmt, auch auf nassem Untergrund. Hat sich die Traktionskontrolle erst sehr spät gemeldet, auch im Dreier-Modus, also im am stärksten regelnden Modus. Im Einser geht dann halt wirklich schon sehr viel, da wird sehr, sehr viel zugelassen, auch Wheelies. Ich habe mich also heute überhaupt nicht gestört gefühlt davon. Zum Teil lag das
wahrscheinlich auch an den Reifen. Wir haben oben Bridgestone S20, das ist ein sehr guter Reifen. Es gibt zwar mittlerweile einen S21, hier ist eben dann noch der S20 oben, vorne 120 breit, hinten natürlich 190. Das muss halt dann auch wieder sein auf so einem Gefährt und das passt hervorragend dazu. Es gab auch keine Zwischenfälle, glaube ich, obwohl wir teilweise wirklich ganz prekäre Verhältnisse hatten über den Bergen, sehr niedrige Temperaturen, Regen und eben ganz schlechte Sicht, aber es ist nichts geschehen. Also auch mit so einem Attackiereisen kann man sehr viel Sicherheit heute genießen und sich einfach so ein bisschen ausleben, dass das alles trotzdem noch im Rahmen bleibt. Im Tank haben übrigens 17 Liter Platz. Schauen wir gleich einmal, was wir verbraucht haben. Einmal wollen wir nämlich tanken. Da habe ich hier vorne einen Select-Button. Mit dem linken Zeigefinger kann ich das bedienen. Und da sehe ich, da kann ich momentan Verbrauch anschauen, gefahrene Kilometer, Gesamtkilometer. Und dann habe ich auch den Durchschnittsverbrauch und der lag durchaus bei 7,5 bis 8 Litern. Bei mir war es am Schluss 7,6. Auf dem Motorrad, das nicht meins ist, steht 8. Kommt natürlich dann auch darauf an, wie wir dann am Schluss gefahren sind. Wir sind dann von den Bergen runter, dann ist es wieder trockener geworden. Da sind wir dann auch den Strand entlang, haben ein bisschen Gas gegeben auf der Autobahn. Aber trotzdem, also über 7, wenn man ein bisschen flotter ist, ist schon drinnen. Sicher kann man da runterfahren. Aber ja, wie gesagt, die Kundschaft, die das will, die schaut nicht unbedingt auf den Durchschnittsverbrauch, denke ich mal. Und in dieser Liga ist es ja sowieso eher dann im gehobenen Segment, was das betrifft. Also was Kompakteres wird man in diesem Segment nicht finden, wenn man jetzt den Radstand als das Maß annimmt, an dem die Kompaktheit gemessen wird. Die MT-10 ist auch gerade mal 2 Meter lang, 210 Kilo vollgetankt, fast schon so breit wie lang. Und auch was den Charakter betrifft, tut man sich schwer. Ich habe vorher vergessen, noch die Monster zu erwähnen. Ist natürlich, also die Monster 1200R in dem Fall, ist natürlich auch ein echter Hammer. Da sind wir aber preislich schon am Plafond. Die MT-10 ist noch verkraftbar. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt wieder den Preis nicht erwähne. Das Video sieht man in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, auch hoffentlich in England und Thailand und sonst wo, weil wir das Ganze natürlich auch mit Untertitel versehen. Und deswegen tue ich mir schwer, dass ich jetzt Preise erwähne. Bitte fragt euren Händler, ganz einfach anrufen, gleich eine bestellen. Ich habe gehört, in Deutschland ist es schon sehr knapp oder vielleicht schon zu knapp, zu spät dafür. Muss man das nächste Jahr abwarten, aber ich muss sagen, das zahlt sich aus. Ja, irgendwie habe ich das Glück, dass ich in letzter Zeit wirklich nur richtig geile Motorräder testen darf, worüber ich sehr glücklich bin, kann ich mir schon ein bisschen die Rosinen rauspicken und das ist auf jeden Fall aber eine prall gefüllte, also noch eine Weintraube, von denen ja sehr viele erfahren sind jetzt in Österreich leider. Ich stehe voll drauf auf den Look, auf diesen Transformer-Look oder von mir aus auch dieser komische Steinmensch von den Fantastischen Vier. Dieses Warship Grey, nenne ich jetzt, ist es wahrscheinlich, so steht es sicher nicht im Katalog. Und das Fluo, was jetzt natürlich auch ganz aktuell ist, auch in der Mode, wie das Fahrzeug gebaut ist, wie es fährt, das Handling, dieser Druck von unten und dann immer dieses Raue. Natürlich spürt man das im Sitz, da vibriert es ein bisschen, ja, da surrt es etwas im Schritt, aber das habe ich, je mehr wir gefahren sind, immer mehr genossen. Immer mehr und haben wir gedacht, siehst, das ist genau das, was fehlt bei konventionellen Vierzylindern oder auch bei anderen einfach so schon zu glatt gebügelten Motorrädern. Yamaha hat das einfach erkannt, dass das die Leute wünschen oder hat die Leute auch befragt. Und genauso die Elektronik reduziert, dass es überschaubar bleibt, dass man sich nicht dauernd spielen muss oder schauen, was ist da jetzt eingestellt. Und einfach ein super Paket geschnürt, ein super kompaktes und super kräftiges Paket. Und ich freue mich und ich bin freudiger Erwartung, dass wir sie dann auch als Dauertest in Empfang nehmen dürfen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und dann gibt es natürlich weitere Fahrberichte, Erfahrungsberichte, Vlogs und Co. von Fauli. Der nimmt die, glaube ich, dann in Empfang, aber ich werde sie dann ab und zu mal abnehmen. Und den anderen 1000 PS-Redakteuren, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und damit möchte ich mich verabschieden.
Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an und hinterlasst uns natürlich einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.